Das ist I just need to leave on time today. Hopefully. But actually we just have the... What's topic for today? Speicher. Just this leftover stuff of VO7, right? Yeah. So Speicher, clock. Yeah. MUX is, I think, also, right? MUX is out. Yeah. Out? Okay. Yeah. Oh, we already did that. I should enable the exercise sheet. Also forgot to bring something out of our box. Also forgot to bring something out of our box. No. The funny thing in Jonathan's thesis, we really use that now. Which one? The thing is that the Is that LIA unit... Is this muted? Is They can hear that. Yeah. The LIA unit does not support binary operations, no logic operations, but we need XOR or XNOR for the LIA unit. So what we are doing right now is putting the bits to a normal number, but with 1 bit space every time, do a normal addition, because then you get the sum bit, which is basically the XOR, and as long as you ignore the carry. You implement an XOR. So we basically really deconstruct that addition into the binary operations. Yes. I think Siri tried to call someone. What? How to disable Siri? Doesn't Siri also have that voice match? Yes, but I remember I turned it off. Oh, okay. I turned it on just because. How come the Siri was on too? I should not talk so much about it, otherwise my computer will start listening. Also, there's a meeting next week for that dragon paper. I think they are really said 5 seconds or 10 seconds or something. Can't believe that. But it's a whole pipeline, right? No, just the tree execution, taking away all the pre-processing and so on. That seems still pretty long. For one tree, for one random forest. 10k samples, one forest with 100 trees maximum depth. I think we can do better than 5 or 10 seconds. And probably we can even make the pre-processing like integrated into the entire thing. So fast dragon. I see.
that's anyway no real programming language. I mean, no language will accept the not equal sign. Come on. What is sub even? Which language is that sub statement? Which one? Yeah, which language has such a sub statement? No, I don't know. Just write int or something. Yes, I remember her. Her, yeah, I never used that. I used that. Olaf Spinzig still had that in the Software Ubiquitärer Systeme Vorlesung for some examples. Perl script. And I think when I talked to the IRB for the automatic sending of emails, they said, yeah, well, back then we did it with Perl. That is the only contact I have to Perl. But I'm not sure. I don't know. I think so. Nice. I put that in, maybe. Let's say this is here. Okay, guten Tag. Wir haben am Montag über diese Funktion Crazy Sum gesprochen. So, wir bekommen zwei Big-Vektoren x und y und wir produzieren zwei Big-Vektoren dazwischen x Stick und y Stick. X Stick ist der Big-Vektor von die Summe-Bits von x plus y und y Stick ist der Big-Vektor von den Carry-Bits, Carry-in-Bits von x plus y. Und dann, wenn wir gucken, dann am Ende setzen wir x zum x plus x Stick und y zum y Stick. Dann wir machen so weiter, bis y nur ist. Ist das klar? Okay? Das haben wir letzte Woche am Montag schon gesprochen. So, dann gucken wir, wie viele Runden brauchen wir von die Operationen. So, das war zum ersten. X ist nur, y ist 1. Okay, gucken wir zum ersten. Y ist 1, 1, 1, 1, 1. So, y ist nicht nur. Das ist der Pointer, wir sollten dort machen. So, dann x plus y erzeugen zwei Big-Vektoren. X Stick ist dann 1, 1, 1, 1. Und y Stick ist dann nur. Wenn wir 5 Bits gucken, x Stick ist dann nur 1, 1, 1, 1. Y Stick ist nur. Okay? Dann setzen wir jetzt x auf x Stick und y auf y Stick. Dann nach einer Runde sehen wir, y nur ist. Dann können wir das Ergebnis von x zurückgeben. So, eine Runde. Von hier. Dann gehen wir weiter. X ist 1, 1, 1, 1. Y ist nur. Machen wir sofort weg. So, wir brauchen keine Runde. So, nur. Weiter. 1, 1, 1, 1. Entschuldigung. 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1. Okay? Dann, gut, vielleicht sollten wir jetzt hier ein bisschen erinnern.
was wir haben. So, x ist 1, 1, 1, 1. Brauchen wir nur 1, 1, 1. Y ist auch nur 1, 1, 1, 1. Okay? Dann machen wir die zwei Vektoren summen und carry. So, 1 plus 1 ist 1 nur. 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 Dann addieren wir zwei zusätzliches nur von vorne und von Ende. So, hier ist x Stück, hier ist y Stück. Okay? Dann nach einer Runde, x ist nur und y ist 1, 1, 1, 1 nur. Dann sollten wir weitermachen. Dann nach anderer Runde bekommen wir, so das ist erste Runde, dann zweite Runde, erste, zweite, dann ist es x Stück ist dann 1, 1, 1, 1 nur und y Stück ist nur. Deswegen y Stück ist nur, nach 2 Runden haben wir fertig gemacht. So, hier dann ist 2. Ist das klar? Jetzt? Noch einmal. Ja, für n gleich wie 4, welche Eingabe braucht die meisten Schritte zu berechnen? So, was kennen wir hier? Nach einem Schritt bekommen wir an dieser Stelle immer nur. Es bedeutet, wenn wir weitermachen, am Schrift können wir die letzte Schrift bestätigen. Wenn wir ein Bit haben, brauchen wir ein Schrift. Welches ist am schwächsten? So, wir vielleicht können schon ein bisschen gucken. So, das sieht schlecht aus. Ja? So, was sollen wir nach einer Schrift von x Stück? Dann 1 plus 1 ist 1 nur. Zu fend, Entschuldigung. So, es ist 1 nur. Dann 1 plus nur ist nur 1. 1 plus nur ist nur 1. 1, wie viele habe ich gemerkt? 3. So, ist 1 nur. Dann ergänzen wir 2 Nullen. Hier ist nur, hier ist auch nur. Okay? Dann sollten wir weitermachen. Nach anderer, so nur plus nur. Hier ist nur. 1 plus 1 ist 1 nur. 1 plus nur ist nur 1. 1 plus nur ist nur 1. Addieren wir weiter zusätzlich Dinge hier. Dann sollten wir weitermachen. Wir brauchen zusammen 4 Runden hier. Wir brauchen zusammen, wenn wir n Bits haben, dann x nur 1, 1, 1, 1, 1. So, x nur, dann n mal 1 plus nur 1. Dann brauchen wir eine Schrift zu berechnen. Ist das klar? Gut. Dann natürlich, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, aber wir können jetzt noch zurückgeben. So, was haben wir hier? Warum macht ihr 4 Schritte? 4 Schritte? Aha. Warum machen wir 4 Schritte? Sie haben ja gesagt, dass wir 4 Schritte brauchen. Warum braucht man 4 Schritte? Ja, zu spät mache ich noch einmal. Okay, so 1, 1, 1, 1. Plus nur 1. Ja? Dann addieren 2 zusätzliche Nummern.
dann nach einer Stufe, dann das ist, muss ich überlegen, das ist nur 1, 1, 1 nur und dann nur 1 nur. Okay, dann mach weiter, das ist dann nur 1, 1, nur, plus nur 1, nur, dann geht weiter, nur 1, nur, plus nur 1, nur, dann geht weiter, 1 nur. Ja, Sie können auch weitermachen. Ja? Gut. Schon fertig. So, y ist jetzt nur. So, das ist x, das ist y. So, wir stoppen, wenn y nur ist. Ja. Wir sollten nicht weitermachen. Ansonsten machen wir bis Endlichkeit. Ja. Es ist unendlich, wenn wir weitergehen. Ja. Gut. Ja, so, dann was habe ich hier? So, das ist 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1. Jetzt haben wir 6 Bits. So, wir rechnen noch einmal. So, hier ist x, hier ist y. So, 1 plus 1 ist 1 nur. 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 Und weiter und weiter. Ja? Okay, dann bekommen wir jetzt die andere, so nur plus 1, 1, 1, 1, 1 nur. Das ist nur, muss ich dort schreiben. Dann in eine, so, das ist erste, dann zweite, dann haben wir fertig berechnet. Okay, das ist, dieser braucht man nur 2 Takten, 2 Zyklen. Und dann, wenn wir nur plus 1, 1, 1, 1 haben, dann braucht man eine Shift. Ganz schnell. Was ist dieser Worst Case? Da haben wir schon geguckt. Bauen wir zuerst dann. Zusammen, wir haben 6 Bits. Das ist erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und dann sechste. Dann das ist auch die gleiche Frage. Sollten nicht weitermachen. Ansonsten können wir nicht stoppen. Ja, in meinem Beispiel habe ich ein Bit ergänzend, weil es einfach ist. Also bauen wir einfach das Übertragsbit. Das Übertragsbit ist immer in y. Ja, das erste Bit von y. Okay, das ist leider langsam. Wenn wir n Bits haben, dann brauchen wir n Zyklus. Die Frage ist das von Neumanns Addierungswerk schneller oder langsam? An dem besten Fall, es ist ganz schnell, braucht man keine Takte zu berechnen. Wir brauchen nur einen Check von, ob Epsilon nur ist oder nicht. In der Worst Case braucht man eine Takte zu berechnen. Das ist langsam. So, wir können gucken, ob wir Glück haben. Es bedeutet, wenn wir Glück haben, dann braucht man keine Takte. Wenn wir Unglück haben, dann braucht man mehr Takte. So, wenn wir ein gutes Ding entwerfen möchten, dann sollten wir sagen, dass wir sind normalerweise in diese schnellen Teile, aber nicht im langsamen Teil. Die Frage ist, welche Dinge ist typisch. Dann braucht man mit Average Case Analyse. Das kann man später weiter in MAFI 2 oder DAP 2 weiter gucken. Das Konzept ist ganz ähnlich wie Quicksort.
wenn Sie später Quicksort kennenlernen, Quicksort ist am Tab 2 oder Tab 1? Beides. Tab 1 schon, aber kennen Sie schon die Analyse? Quicksort, Average Case, Big O of N log N, schon? Dann das ist gleich, fast gleich. Und Worst Case ist Big O of N hoch 2, aber Average Case ist N log N. Das ist auch ähnlich wie hier. Es ist mit Average Execution Time. Was können wir einfach sagen, ist fast gleich wie Quicksort. Sie bekommen nach einem Tag, wir können sagen, dass wir erwarten, dass nach einem Tag wir haben Dinge 50%, wir haben Dinge schon ein paar kennengelernt und geklärt und wir brauchen jedes Mal Hubs zu nur in Average und dann machen wir die anderen 50%. Dann, wenn wir so weitermachen, im Durchschnitt brauchen wir nur Log Basis 2 hoch N Schriften. Dann, das ist einfach Log 2 N Mat, wenn wir diese Runde in Schreiben haben. Ja? So, aber das ist nur die ungenaue Analyse und diese Vorlesung, wie ich schon gesagt, ist nicht Mathematikvorlesung, keine Mathematik dabei. Ja? Wir gucken einfach Hardware und wie die Logik scheint aus. Das mit 50% Nullen und Einsen ist ja auch sehr fragwürdig. Was? Das mit 50% Nullen und Einsen ist ja auch so eine bisschen fragwürdige Annahme. Je nachdem, aus welchem Bereich, woher Zahlen so kommen, kann das ja schon auch mal anders aussehen. Ja, gut. Aber das können wir jetzt schon gemacht. So, dann, das haben wir jetzt schon früher geguckt. Wir haben diese noch von Neumann addiert weg mit 3 Bits. Kann man mit mehr Bits haben. So, wir zum ersten gucken hier, ob die Y alle Bits nur sind. Wenn ja, dann machen wir kein weiter. Wenn ein Bit von Y nicht nur ist, dann gehen wir weiter zu berechnen. Was berechnen wir? Wir haben x nur plus y nur, dann bekommen wir ein Habaddierer. Das Sommerbit hier geht zurück zum x und das Carry-Bit geht weiter zum y1. So, das ist Carry-Bit. Und so, mache ich zurück. So, das ist S nur, das ist C1, dann das ist C2, das ist S1, das ist dann C3 und das ist S3. Okay? Dann machen wir zurück, schreiben wir zurück zum X und dann gehen wir weiter zum Y und das Bit hier ist C3 und wir gucken, ob das Bit schon 1 ist. Dann schreiben wir einfach dort. Wenn hier das Übertragsbit 1 ist, dann gibt es hier Overflow. Das war's für dieses Serien-Addierungswerk. Gibt es Fragen hier? Gibt es Fragen? Nein? Wenn nein, dann wir haben noch 2 Themen zu diskutieren. Wir haben Free-Flops schon gesprochen. Ein Free-Flop ist ein Bit. Wie können wir mehr Bits machen? So, wir können K-Free-Flops, K-Bits speichern. Das ist normal. Wir haben K-Bits, K-Bits, dann brauchen wir K-Free-Flops. Die Frage, wir sollten
uns fragen, ist, wir sollten nachfragen, ist, wie wird die Datenspeicher organisieren, sodass wir den Inhalten richtig zugreifen können. So, hier benutzen wir nur 3 Bits. Natürlich 3 Bits sind ganz wenig. In reality, there's no processor offering you only 3 Bits. Der Hintergrund hier ist ganz einfach, dass ich nicht mehr Bits in Folien lassen können. Wenn wir mehr Bits haben, dann ist es ganz zu kompliziert zu verstehen. So, wir gucken mal nur 3 Bits, aber Sie können mit 1 Bits erweitern. Okay, so ich benutze jetzt die Flip-Flops, so die Flip-Flops. So, für die Flip-Flops, das ist ganz einfach. Wenn D 1 ist, dann schreiben wir in nächster Tag 1. Wenn D nur ist, dann schreiben wir in nächster Tag nur. So, die Flip-Flops ist ganz gleich wie die Input-Signale. Okay, so dann wir haben 3 die Flip-Flops. So, nennen wir, so das ist vom Bit nur, Bit 1, dann Bit 2, dann haben wir R nur, R1 und dann R2. Okay, so wir sollten immer die Bit-Flip-Flops mit Clock-Signalen kodieren. So, dieses ist unser Tick-Signal. So, mit dieser ist sogenanntes Synchronsignal. So, wir haben alle Flip-Flops mit ein Clock-Signal, ein Taktsignal verbinden, sodass die alle gleichzeitig takten. Okay, dann wir brauchen noch ein Ding hier. Das ist, wenn Read 1 ist, dann lesen wir. Wenn Read nur ist, dann schreiben wir. Okay, was schreiben wir? Schreiben wir einfach R nur zum hier, R1 zum hier und R2 zum hier. Okay? So, wenn dieser Read-Signal nur 1 ist, dann lesen wir nur. Wenn dieses Signal 1 ist, dann schreiben wir zum Flip-Flops. Dann bekommen wir jetzt, wenn wir etwas schreiben, dann schreiben wir. Wenn wir etwas lesen, dann bekommen wir hier Ausgabe. Okay? Gibt es Fragen? Keine? Okay, gut, das ist einfach. 3 Bits. Wenn wir 2 Wörter haben, dann machen wir einfach eine Kopie. So, das haben wir früher schon gesehen. Hier und hier. Jetzt haben wir das zweite Wort. Dann machen wir einfach eine Kopie. So, das ist Wort 1. Und dann hier ist unser Wort 2. Ja? Dann machen wir einfach ganz genau so. Und am Ende brauchen wir ein Konditionskarte. Die steuern, ob wir Wort 1 lesen, ob Wort 2 lesen sollten. Ja? Das ist leider nicht richtig. Was passiert hier? Was würde passieren, wenn wir es so machen? So, wenn hier nur ist, dann schreiben wir es. Ja? Aber wo schreiben wir? Wir schreiben beides.
Es bedeutet, wenn Read nur ist, dann R nur, schreiben wir nicht nur hier, aber auch hier. Dann schreiben wir hier R1, dann schreiben wir hier R2. Das bedeutet, die zwei Wörter gleich sind. Dann Sie haben zwei Wörter, aber Sie haben mehr Wörter, aber die Inhalte am Ende sind gleich. Das ist nicht unser Wunsch. Das oberes und unteres Wort steckt identisch, wenn wir so machen. Das bedeutet, wir sollten auswählen, welches Wort müssen wir schreiben. Okay? Wir brauchen mindestens ein zusätzliches Kontrollsignal. So, wir brauchen ein Adress. Dieses Signal ist sogenannte Adressierung or addressing of English. So you need to address which line you would like to write and which line you would like to read. Okay. So, wir sollten jedes Wort wahlfrei adressieren. Wir brauchen einfach Adressleitung. Diese Leitung in unserem Beispiel nenne ich mit A nur. Wenn A nur ist, dann lese ich oder schreibe ich zum Wort nur. Wenn A nur 1 ist, dann die Adresse ist für Wort 1. Okay, dann dieses Read-Signal bestimmt, ob wir lesen oder schreiben wird. Wenn wir lesen, dann lesen wir von den entsprechenden Wort. Wenn wir schreiben möchten, dann schreiben wir an den entsprechenden Wort. Okay, dann es sieht schon so aus. So, das. Okay, gut. So, diese Dinge jetzt ist neu zu uns. Muss ich gucken. Ja. So, das ist 9. Okay? Die andere Zeit, was haben wir schon früher gesehen, aber diese Zeit ist 9. Das rechte Ungatter auch. Ah, ja, ein bisschen bis hier. Okay. Ja, gut. Was bedeutet es? Wenn A nur ist, dann lesen wir von oben. Wenn A nur 1 ist, dann lesen wir von unten. Ja? Es bedeutet, wir sollten jetzt einfach A nur gucken. So, es bedeutet, wir machen zuerst, wir gucken jetzt in diese Richtung. So, wenn A nur hier, das ist A nur 1 ist, und Read nur ist, das ist zu fern, wir haben dann eine, so, zurück hier, keine. So, wenn A nur ist, und dann hier ist 1, so, hier ist nur, und dann hier ist 1, okay, dann wenn wir hier nur setzen, schreiben wir, dann hier ist 1, okay, dann bekommen wir hier 1 und hier 1 und hier 1, okay, dann gucken wir, ob wir auch 1 von unten bekommen. So, hier ist nur, dann hier ist nur, dann hier ist 1, nur und 1, dann bekommen wir jetzt nur, dann hier ist nur und hier ist nur. Okay? Wir teilen die zwei einfach von dieser,
das Clock-Signal nur ist oder 1 ist, hängt von das Signal von A nur ab. Okay? Das ist vom Read. Und dann, natürlich, ob wir A nur lesen sollten oder wir von Wort nur lesen sollten, ob wir 1 lesen sollten, wollen wir auch diese A nur gucken. So, wenn wir jetzt andere Dinge gucken, so hier ist 1, hier ist 1, okay? Dann lesen wir, dann gucken wir, ob wir von Wort nur oder Wort 1 lesen. Ja? Ich mache die andere unrelevanten Dinge aus. So, dann hier ist 1, dann hier ist nur, deswegen hier ist 1. Dann gucken wir, was wir haben. Hier ist Q. Ja? Und dann bekommen wir hier 1. So, 1 und Q. So, hier ist Q. Ich meine hier Q1 nur. Dann hier ist Q1 nur. Dann hier ist Q11. Dann hier ist Q12. Ja? Q11, also Q12 ist Bit 2 von, Entschuldigung, ich soll nur schreiben. Ich noch einmal. Das sollte ich richtig machen. So, das ist Q nur. Hier ist Q nur 1, hier ist Q nur 2. Dann bekommen wir hier einfach Q nur. Hier Q nur 1, dann hier Q nur 2. Ja? Dann gucken wir jetzt andere. Dann von hier ist nur. Okay. Dann hier ist immer nur. Hier ist immer nur. Und hier ist immer nur. Das bedeutet, am Ende hier bekommen wir Q nur 2, Q nur 1 und Q nur. Wenn wir A nur aus nur setzen. Wenn wir A nur aus 1 setzen, dann tauschen wir dort aus. Das bedeutet, dann bekommen wir hier aus Q12, hier aus Q11, hier aus Q1 nur. Dann können wir die richtigen Wörter, das richtige Wort schreiben oder lesen. Okay? Gut. Gibt es Fragen? Nein? Dann haben wir schon 2 Wörter gemacht. Wie können wir weitermachen, wenn wir zum Beispiel 4 Wörter schreiben oder lesen möchten? Dann natürlich brauchen wir ein zusätzliches Bit. So, wir brauchen 2 Bits. Wir können auch so organisieren, dass wir Chip auf Bank haben. Wir können andere Chips zusammen benutzen. Also können mehrere Bits und mehrere Dinge mit gleicher Art machen. So, dann, das bedeutet, wir sollten jetzt uns entscheiden, ob wir ein Wort von dieser Chip lesen oder schreiben möchten. Wenn diese Chip Selection nur ist, dann schreiben wir gar nichts, lesen wir auch gar nichts. Wenn diese Chip Selection 1 ist, dann schreiben wir entsprechend von A nur oder lesen wir entsprechend von A nur. Okay? Ist das klar? Gut, das sieht so aus.
Es bedeutet, wenn CS 1 ist und A nur 1 ist, dann schreiben wir die entsprechende Bit 1 nur 1 in diese Flip-Flops. Wenn wir anderes machen, so hier ist nur, dann lesen wir am Ende hier von die entsprechenden Flip-Flops. Okay, so gibt es Fragen hier? Wie können wir zum wir haben zwei Wörter mit einem Chip schon gesprochen. Wie können wir Speichergröße realisieren? Dann, wie können wir mehr Wörter realisieren? Das haben wir schon früher geguckt. Wir können jetzt mit zwei 3-Bit-Wörtern, dann bauen wir einfach ein Word Selection Line. So, wir können diese Word Selection Line gucken und dann können wir jetzt mit 2 Bits haben. So, A nur und A1, dann A nur und A1. Wenn A nur, A1 nur sind, dann schreiben wir oder lesen wir von Night nur. So, hier ist nur, dann ist hier nur 1. Dann, wenn A nur, dann muss ich gucken, welche Bit ist erste Bit. Ist A nur erste oder nicht? Gucken, keine Ahnung. So, A nur, so 1 nur 1. Dann das ist nur, das ist 1. Dann, was bekommen wir? Okay, das ist dann 1. Und dann, wo bin ich? Das ist dann 1. Okay, gut. So das ist A1, A nur. Okay. Gut, danke schön. I just don't know which bit is the first bit, which bit the second bit. Just need to read the circuit to know that. So, es bedeutet, wir gucken mal einfach die 2 Bits und dann das entsprechende Wort wird als Wert zu schreiben oder zu lesen. Ja? Es bedeutet, wenn wir Wörter haben, dann brauchen wenn wir 2 hoch k Wörter haben, dann brauchen wir k Adressleitungen, sodass wir die richtige Word Selection Line auswählen können. So, das bedeutet, was brauchen wir? Ist so, wir haben die Adresse mit k-Bits kodieren. So, dann können wir von Wort nur bis Wort hoch k-1 repräsentieren. Und dann müssen wir am Ende hier eine richtige Linie auswählen. So, diese ist eine Funktion f mit k-Bits als Eingabe. Und diese Funktion müssen wir am Ende hier zum Beispiel nur 1, nur produzieren. Wenn wir diese Ausgabe produzieren, dann benutzen wir von Wort 1. Wenn wir andere Ausgabe bekommen, zum Beispiel 1 nur haben, dann ist das einfach hier. Diese Funktion ist ganz wichtig,
wir würden später noch einmal diese Funktion gucken. Diese Funktion ist sogenannten Decoder. Und es ist genau k mal 2 hoch k Decoder. Wir bekommen k Bits aus Eingaben, produzieren wir im meisten Fällen einfach nur, aber es gibt an einer Stelle, an dieser Stelle die Binärkodierung von die Eingaben ist gleich wie i und an dieser genauen Stelle produzieren wir 1, von den anderen Stellen produzieren wir einfach nur. Okay, das haben wir früher schon auch kennengelernt, aber ich habe nicht diese Funktion erklärt. Welche Funktion ist es? Das haben wir letzte Woche oder überletzte Woche schon geguckt. Nicht wieder letzte Woche. Speicher. Wir haben hier diese Unterteil von Programmable Logic Array und Read-Only Memory. Dann habe ich dort gemacht, wenn x nur, x1, x2 alles nur sind, dann ist hier 1. Ja? Wenn x nur, x1, x2 alles 1 sind, dann ist hier 1. Aber an die andere Stelle, die sind nur. Wir haben genau so gemacht. Und diese Funktion ist ein Decoder. Und jetzt haben wir Dinge schon kennengelernt. Wir haben Multiplexer. Vom Multiplexer, es sieht so aus, wir bekommen zum Beispiel 4 Bits, 4 Eingänge, dann bauen wir 2 Auswählungslinien, dann bekommen wir eine Ausgabe. So, wir haben hier die Bits bekommen, dann können wir zusammen 2 hoch die Signale haben, dann wählen wir eine von die 2 hoch die verschiedenen Eingaben aus. So, es ist ein Multiplexer, haben wir zusammen Dimension d plus 2 hoch d und die Ausgabe ist einfach hier entweder 0 oder 1. Dann haben wir auch diese Decoder kennengelernt von ein paar Minuten. Und dieser Decoder haben wir k-Bits haben. Dann müssen wir 2 hoch k verschiedene Signale generieren. Insbesondere 2 hoch k minus 1 sind nur und nur an einer Stelle diese 1 ist. Es gibt diese Inversion von Multiplexer, das ist sogenannten die Multiplexer. Für die Multiplexer bekommen wir 2d plus 1 Dimensionen und generieren wird auch nur von 1 bis diese Signale. Was bedeutet es? Wir haben zusammen hier d plus 1 Eingaben. Eine ist entweder nur auf 1 von x und die andere sind die Adresse. Okay? Das bedeutet, wir schreiben einfach in diese Adresse x und die Adresseleitung dort. So, es ist einfach die Adresse und x. Und dann bekommen wir
dieser Demultiplexer. Über die Multiplexer, Decoder und Multiplexer werden wir noch später sprechen. Okay. Speicher. Das ist ein ganz wichtiges Konzept. Hier ist ein paar zum this is probably a bit abstract. Sorry, I don't know how to speak that in German. Abstrakt. Abstract, okay. So, since this is not so important, I could explain this in English a bit. So what we say here is a bit idealized. You would say, are you sure that the real memory organizes like that? Yeah. Yeah or not. Maybe yes, maybe no. Yeah. 9. So the memory doesn't organize like that. It is too efficient. Let's put it this way. But this is very useful when you consider such structures, when you need to have very fast memory access, if you don't care about the cost. The access there is somehow very efficient in terms of time that you need to access the address, but it could be very complicated if you need to address a lot of memory size. So what's happening here is that if you want to implement this in a static memory to improve the efficiency, to make your memory faster, then you would do something like this. Or you have better ideas? Ja, man muss sich so ein bisschen vorstellen, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen ein Bit speichern und nehmen dafür einen Flipflop. Wenn ich aber da wieder reingucke, was ist eigentlich ein D-Flipflop? Also das haben wir aus einem RS-Flipflop gebaut. Das sind mindestens schon mal 4 NAND-Gatter. Da kommt davor noch das Nicht-Gatter von den D-Flipflop. Ich bin also schon mal bei 5 Gattern. Ich brauche ungefähr mindestens irgendwie 2 Transistoren, um so einen Gatter zu bauen. Also bin bei einer unfassbaren Menge an Transistoren. Und wenn ich einfach nur ein Bit speichern will, kriege ich das schon schlauer mit weniger Transistoren hin, wenn ich gar nicht so diesen Umweg über Flipflop und RS-Flipflop, D-Flipflop und so gehe. Also wenn ich tatsächlich SRAM bauen will, indem ich nur ein Bit speichere, der auch dann wirklich nur Bits speichern kann, kriege ich schon ein Stück einfacher hin. Yeah, but I'm looking at the structures. But the structures are like that. What he says is correct. What I said was also correct, but only for the structures. Yeah? So the way how we look at that in terms of structure is an efficient way if you want to implement that, but it's complicated if you have a lot of them. So if you look at the memory implementations like that, it's fast. You can also make sure that the access time is independent from the data. You don't need to care about the data because you have the same way of addressing the content and then get the content directly. But as a consequence, it's expensive. It consumes more energy because you actually need to organize all the bits to be activated. When you actually only want to write one word, all the words also have to be checked. It's not something that you only write to the word, but you actually have to make all the flip-flops somehow work at the same time. You just don't write. Yeah. But you have to use a lot of AND gates to do the control. So this is typically used only for small memory and for the fast access. Oh, sorry. Das ist nur für schnell Zugriff vom Speicher und nur vom Client Speichergröße für solche Richtungen. Das ist zum Beispiel von einer Static Memory. So, das ist von einer Spezifikation. So, 1 Megabit Static RAM, SRAM. Wir gucken mal, wie teuer ist es. So, 1 Megabit brauchen wir wie viele Flip-Flops? Das ist hier.
Okay. Ja, so, wenn wir, ja, ist, was ich möchte. So, wenn wir 1 Megabyte möchten, dann brauchen wir 8 mal so, 8 solche Static RAM. So, dann, es ist dann so teuer, dann braucht man diese 80 Milliampere aus Stromverbrauch. Das ist nur 1 Megabyte. Sie bekommen mehr Gigabyte als Hauptspeicher. Dann, wenn wir einfach 1 Gigabyte, dann bauen wir jetzt 8000 Chips. Dann, das ist so teuer und das ist so viel Stromverbrauch. Ja, das ist unmöglich. It is too expensive, and the university will blame on you if you consume so much current just for your memory, or at least blame on me. So, so das bedeutet, in Rechnern meistens kleine und direkt Speichermanipulation kann man mit solchen Dingen organisieren, dass man mit nur klein speichert. Ein kleiner Speicher ist sogenanntes Register. Register ist normalerweise nur mit ein paar Bits. So, wenn wir 32 Bits rechnen haben, dann normalerweise haben wir Registers mit 32 Bits. Und solche Register kann man direkt an der CPU bauen und diese ist speziert direkt prozessorgehörig Speicherzellen. Das ist sogenannte Register. Register sind auch nur Freefabs, aber mit spezieller Funktionalität, die man genau benutzen kann, neben des Prozessors. Wir hier gucken einfach mit dieser Schieberegister sofort. Warum sind Register so wichtig? Ja, gucken wir jetzt die Latenz von Speicher. Wir werden später, wird nächste Woche, nein, vielleicht nicht nächste Woche, wir werden nächstes Jahr noch einmal über Speicher gucken. Es gibt Register, Cache, Hauptspeicher und es gibt natürlich mehrere, aber für diese Vorlesung und für meistens Vorlesung, der Rest ist egal. Wir gucken hier gar nicht. Ja? Für uns gucken wir einfach Register, Cache und Hauptspeicher. Die Latenz von Register ist nur Tick-Takt, kein Takt. Wenn wir Register mehr Takt benutzen, wenn wir brauchen mehrere Takt, um Register zu benutzen, dann sollten wir unsere CPU langsamer machen. Ne? Es bedeutet, wenn die Register immer 2 Takt brauchen, dann es gibt in jeder Takt kein Dings zu berechnen. So können wir vielleicht CPU Crackdown machen. Dann es gibt Cache. Das ist Cache, Level 1 Cache, 2 bis 4 Takte. Level 2 Cache, 8 bis 12 Takte. Dann es gibt L3 Cache. Das ist einfach vielleicht 100 Takte und TLB auch fast 100 Takte. Und dann, wenn wir dann am Ende in Hauptspeicher gehen, dann es ist fast 1000 oder 2000 Takte. Und wenn wir am Harddisk oder Solid Static schreiben möchten, dann es dauert immer langsamer. Okay, so we have to keep in mind what we are talking here. So let's do some basic calculations. So let's think about it.
your processor runs at 2 gigahertz. So let's do it slowly. So let's make it easier. I don't know how to count. Let's do it 1 gigahertz. So 1 gigahertz. Okay? That means that every cycle is 1 microsecond? No, 1 nanosecond. So 1 nanosecond per tick. Okay? It sounds like very fast. Yeah, it's really fast. I already consumed quite a few gigahertz after I started to explain this one. Now, that means that if you have a register, the latency is 1 nanosecond. So latency. Now you have cache. Cache is static memory, which is fast, but not as fast as the registers. You organize them with small lines, and depending on the cache size you have or SRAM size you have, you get different speed. So if you are very fast, it's roughly 4 nanoseconds. Okay. Now this is probably the small but fast cache. Now you have level 2 cache. And this is, let's say, 10 nanoseconds. So the numbers I put here are rough estimations only. Yeah? Now you go to something, TLB or L3 cache. It goes to 100 nanoseconds. Now you start to access the memory, the randomized memory, so or your DRAM. Now it goes to 1 microsecond. 1 microsecond sounds very fast, right? But it's very slow. Very, very slow. In comparison to 1 nanosecond, it's 1,000 times slower. Now let's look at your hard disk. The hard disk, your HD, let's say 1 millisecond. Now you know the scale we are talking about. This is 1 million times slower than the registers. If you need to always go to the hard disk to get your data, then you would hear that your hard disk rotates like crazy, right? But you probably don't notice that because your computer works too fast on that. You are waiting for the data to be ready to do anything. So your computer basically does nothing except waiting if you need to go to the hard disk all the time. Okay, good. Good. So why are we talking about that here? I'm a bit confused about the lecture now. Okay, good. So, Register. Wir sprechen über ein Schreibregister. So, Schreibregister ist ein besonderes Register. Es ist wichtig für Schreiben, für Schreiben. So, ja, gucken wir jetzt. So, wir haben 5 Bits hier. Natürlich, wenn wir 32 Bits Prozessor haben, dann sollen wir 32 Bits hier bekommen. So, 1 nur, 1, 1 nur. Dann wir können nach links und nach rechts schieben. So, wenn wir nach links schieben, das bedeutet, dann, es ist jetzt 1 nach links, nur nach links, 1 nach links, 1 nach links und nur nach links. Dieser 1 ist schon weg. Wir können nicht dort benutzen.
Die Frage jetzt hier ist, was machen wir jetzt? Machen wir am Ende. Wenn wir nach rechts schicken, dann was machen wir am linksten? Ob wir einen Zugriff haben. Es gibt Zugriffsverschieben. Wenn wir Zugriff verschieben machen möchten, dann können wir noch das Bit hier zurücksetzen. Ja? Aber wenn wir nur ein Bit nach links schicken, dann am Ende müssen wir entscheiden, ob wir auf 0 oder 1 aufführen. Ja? Gut, keine Frage. So, wozu werden Chip-Register benutzen? Warum brauchen wir Chip-Register? In which case we need the shift registers. The shift registers must be important enough so that we discuss here. Or maybe it's because it's the easiest one, so that we discuss it here. So in computer systems, there's actually a very important register. We will talk about that. In many cases, you need to produce zeros. In most computers, you would have a special register. The register does only one thing. It produces always zeros. No matter what you do with the register, when you read the register, you always get zeros. This makes sure that you always have a clean zero all the time for operations. And then with that, you can do the complement, and you get all ones, and so on and so forth. Okay. So let's see whether we get the clean answer. Maybe Christian, you can explain that. Why do we need shift registers for Boolean functions, operations? Keine Ahnung. Weiß nicht, kann ich mir nicht erklären. Okay. Also boolsche Operationen wären ja, wenn immer bitweise. Ich wüsste nicht, was ich davon habe, dann Bits irgendwie zu verschieben. Addition, brauchen wir Shift-Register? Also auch bei einer Addition habe ich halt irgendwie bitweise, meine Summen und Überträge werden weitergereicht. Ja, vielleicht um die Carries an die richtige Stelle zu schieben. Irgendwo könnte man vielleicht was machen. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Subtraktion? Ist ja quasi Addition. Gleich wie Addition. Multiplikation? Da wird es natürlich schon wieder deutlich spannender. Kommt ja darauf an, womit ich multipliziere. Ne? Ja, wenn wir über Multiplikation gucken, dann haben wir so gemacht. Ja? Multiplikation. Was brauchen wir zur Multiplikation? Wir sollten Nullen passenden schreiben. Ja? Oder wir schreiben einfach, wir verschieben einfach die Zahlen. Und dann am Ende sollten wir viele Zahlen addieren. So, Shift-Register brauchen wir, um Multiplikation zu machen. Ja? Okay, the multipliers need the shift registers to do that. Okay, so let's go back to shift registers. Are we able to finish the lecture today? We try our best. Okay, so man wird nicht zugleich Shift Register, dann noch einmal 3 Bits. Warum 3 Bits? Erkläre ich schon in Folien, weil es einfach ist und weil es ist schon kompliziert genug, um die alle Dinge hier zu erklären. Dann brauchen wir 2 Eingänge. Für Shift Register können wir nach links und nach rechts verschieben. Und dann, weil hier diese Operation nicht zugleich ist, dann sollten wir auch ein Wert aufzuführen. Dieser Wert ist x. So x ist entweder 0 oder 1. Die Richtung zu
verschieben. Wenn D nur ist, dann schieben wir nach links. Wenn D 1 ist, dann verschieben wir nach rechts. Okay? Dann haben wir jetzt die Eingabe mit 4 Möglichkeiten. So, nur 1, 1, nur 1, 1. Nur bedeutet, dass wir verschieben nach links ein Bit und führen wir mit nur. 1, 1 bedeutet, dass wir schieben nach rechts mit 1 Bit und am linksten schreiben wir 1. Okay? Dann wir produzieren gar nichts, so wir brauchen nichts zu produzieren. Die Zustände haben wir 3 Bits in unser Schieberegister. So, wir haben nur zusammen 2 hoch 3 Möglichkeiten, nur bis 1, 1, 1. Der Startzustand nennen wir mit nur. Dann können wir jetzt die alle Möglichkeiten dort lesen. So, wir haben zusammen 2 hoch 3 Zustände. Für jeden Zustand haben wir 4 Möglichkeiten. Da haben wir hier zusammen 8 mal 4 Zeilen. So, hier erklären wir nur für diese Dinge. So, nur, dann können wir Eingaben nur haben. So, das ist nach links schicken und dann ist es führen mit nur. So, das ist auch zum nur. Dann nur nach links schicken und damit ein Bit am Rück aus 1 führen. Das ist nur 1. Dann nur nach rechts schicken und mit nur am links ausführen. Das ist nur. Dann nur nach rechts verschieben. Mit 1 führen, dann ist es 1 nur. Dann können wir die alles schreiben und dann bekommen wir diese Automaten. Ja, gut. Scheint kompliziert aus. Wir können vielleicht ein bisschen verbessern oder ein bisschen verstehen. So, wir gucken mal jetzt mit die 3 Bits. Wenn wir am linksten Bit gucken, so nennen wir hier ist Q links und dann Q rechts und dann Q Mitte. Da haben wir die zusammen 3 Bits und es gibt die D für die Richtung und X für das Bit auszuführen. Okay. So, wenn wir an dieses linke Bit gucken, dann wenn D nur ist, dann schicken wir nach links. Das bedeutet, der neue Wert von Q links ist der alte Wert von Q Mitte, wenn D nur ist. Yeah, this is basically the way how we explain it, right? So you shift to the left, and the leftmost bit would would take the value of the meter bit. Dann an der Richtung, so wenn D 1 ist, D ist 1, ja? Das bedeutet, wir schicken nach rechts und das Bit am nächsten ist dann X. Okay, dann bauen wir die zwei zusammen. Wenn D nur ist, dann Q9 ist Qm. Dann, wenn D 1 ist, dann Q9 ist X. Dann schreiben wir einfach hier. Okay? Gut, dann machen wir weiter. So, das ist fast gleich für
Rect QR9 ist die Negation von D und X oder D und Qn. Und dann für den Mittelseite, das ist einfach entweder links oder rechts. Wenn D nur ist, dann ist es von rechts. Wenn D 1 ist, dann das ist von links. Haben wir auch hier erledigt. Hopefully this is not too fast. Just think about that, you will understand that logically. It's rather simple for that. Aber Moment, das natürlich ist, wir sollten Ansteuerfunktionen betrachten, nicht nur einfach die Tabelle. Aber wenn wir einfach die Free Flops verwenden, dann dieses Signal ist gleich wie unsere Ansteuertabelle. Wenn wir als Free Flop benutzen möchten, dann natürlich sollten wir auch ein bisschen weitermachen. Aber wenn wir die Free Flops benutzen, dann das ist gleich wie früher. Dann es scheint so aus, können wir, keine Ahnung, was ist los hier? Wir haben hier eine Lücke. Habe ich keine Ahnung, was da passiert. Wir sollten zurückgucken. Ja? Aber das ist einfach diese Realisierung. So, wir haben X und D und dann die zusammen Dinge dort hier bauen. Dann bekommen wir diese Richtung. Dann können wir diese 3 Register ansteuern. Okay, das ist einfach so. Und nicht Zugriffsregister. Wenn wir ein Zugriffsregister haben, dann brauchen wir nur ein Bit als Eingänge. Dann können wir dort weiter gucken. So, nur, nach links und nach rechts ein Bit schicken ist immer nur. 1, 1, 1 ist gleich, nach links und nach rechts sind immer 1, 1, 1. Okay? Dann 1 nur nach links, dann ist nur 1. Dann 1 nur nach rechts, dann ist nur 1 nur. Dann können Sie hier einfach bearbeiten, das ist auch gleich diese Richtung. Okay? Dann Sie können auch diese mit Schatzwerk-Synthesis abkürzen. Dann bekommen wir ein bisschen ähnlich wie früher, aber fast gleich wie früher. Okay, das sind die Shipper-Register. Dann haben wir das Register schon erklärt. Am Ende müssen wir die Daten von einem Register zum anderen Register transferieren. Das bedeutet, wir sollten auch Datentransfer gucken. Wie kann man Daten von einem Register in andere Register transferieren? Das brauchen wir auch Leitungen. Wir sollten zuerst Leitungen zwischen Registers einbauen. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. So, wie können wir verschiedene Register verbinden? Wir können besonders Kanäle zwischen Registers einbauen. So, wenn wir ein Register haben, dann wollen wir diese Menge besonders Kanal einbauen. So, das ist n mal n minus 1 durch 2. Ja? Okay, so wenn n 32 ist, dann das ist, wenn n 32 ist, dann das ist
32 mal 31 durch 2. Das ist, this is a number I don't know. Need to calculate. 16 mal 31. Richtig? Ah, fast. Ganz fast. Entschuldigung. Okay? Natürlich. Also es scheint klein aus. Wir machen ist 64 und das ist vielleicht ganz groß. Schaut. Das ist nicht möglich, ja, wenn wir so machen. Wenn wir über die Effizienzdatenaustausch gucken, dann bauen wir direkt Kanäle zwischen Registern, aber das ist vielleicht zu teuer und auch zu schwierig, wenn wir so viele Leitungen einbauen möchten. Die andere Möglichkeit ist, dass wir ein Gesamtbus einstellen. So, wenn zwei Register die Daten austauschen möchten, dann sollten wir diese Daten in einen Bus schicken. Dann es gibt einen Busmanager und der Busmanager oder der Buscontroller steuert, welche Register kann jetzt die Daten am anderen Register transportieren. Ja, das ist mit diesen zwei Möglichkeiten pairwise verbinden. Das ist ganz schnell, ganz teuer. Wir können auch alles Register mit einer gemeinsamen Leitung verbinden. Das ist ganz gut, ganz ganz billig. Datentausch ist direkt und normalerweise auch schnell, wenn es keine Kollision haben. Natürlich, das ist die Frage, aber wenn wir mehr Registers Daten schicken möchten. Und das ist, der Nachteil ist, dass es gibt nur ein paar aktiv und brauchen wir Steuerlogik und nicht so ganz einfach zu realisieren. Und dieser ist mit dem Namen Bus genannt. So, Sie haben Busfreunde und die Busfreunde kann man auch zusammen am Bus leiten. Okay, dann wenn wir über Register diskutieren, dann sollten wir auch zwei Themen gucken, ob wir mehrere Register brauchen oder ob wir breite Register haben möchten. So, wenn Sie zusammen nur 1024 Bits haben, dann es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können ein Register mit zusammen 1024 Bits. So, das ist nur, Sie haben nur ein Register, aber das Register ist ganz breit. Sie können auch die 1024 Bits mit 32 Registers einbauen, jeder mit 32 Bits, oder 16 Registers und jeder mit 64 Bits. Die Frage ist, welcher ist besser, wer besser ist. Wenn wir mehr Register haben, dann brauchen wir mehr Adressleitungen zu adressieren, sodass wir die Register adressieren können. Dann brauchen wir auch größere Multiplexer und Decoder. Aber später, wenn wir über Programmieren gucken, da haben wir mehr Möglichkeiten, die Daten an Register zu lassen, sodass wir die Daten direkt benutzen können. Wenn wir nur ein Register haben, dann aber wir schreiben die Daten zum anderen Register, dann müssen wir die Inhalte vom Register zuerst im Speicher lassen
und dann machen wir die neuen Indaten vom Register. Deswegen, wenn wir vom Programmieren Stelle auf Ebene gucken, mehr Register ist immer besser. Und in einem Part Programmierensprache, es gibt einen Namen, zum Beispiel es gibt es gibt unbegrenzten Ansatz von Registern, zum Beispiel in LLVM. Unbounded Register. Unbounded Ansatz von Registern. Und dann, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir mehr Register haben, aber später in meiner Vorlesung Rechnerarchitekturen würden wir auch dort gucken. Wenn wir zu viele Register haben, dann haben wir auch natürlich Probleme. Wenn wir breite Register haben, dann jedes Register brauchen wir mehr Freeflops, aber wir haben 1024 Bits, dann das ist kein Problem. Aber brauchen wir mehr Multiplexer, sodass wir die Daten zugreifen können. Und brauchen wir auch mehr Busleitungen. Und dann, wenn wir breite Register haben, wünschen, aber wir nur 1024 Bits haben, dann haben wir die Schwierigkeit, dass wir nur weniger Register zur Hand zu arbeiten. Wenn wir mehr breite Register haben, dann können wir direkt Multiplikation, so 32 Bits mal 32 Bits, dann können wir direkt ein Register mit 64 Bits dort lassen. Wenn wir nur 32 Bits Registers haben, dann brauchen wir 2 Registers dabei. Dann haben wir dort vielleicht auch Schwierigkeit zu bekommen. Das ist normalerweise ein Kompromiss. In dieser Vorlesung machen wir bisher nur ganz klar, hier ist die Lösung, die Lösung, die Lösung, die Lösung, die Lösung. Es gibt vielleicht im meisten Fall nur eine Richtung oder eine richtige Antwort. Aber in diesem Bereich mit Rechnerorganisation oder Rechnerarchitektur, dann braucht man mehrere Denken zu der Möglichkeit und Optimierung. Es gibt normalerweise nicht eine beste Lösung, aber immer mit Kompromissen. Das werden wir in den zweiten Teil der Vorlesung sprechen. Am Ende muss ich auch über Takung sprechen, aber das Takung ist normalerweise ganz schnell. Do we have to talk about ticks, or we don't have to talk about ticks? I think we skipped that this year already. Yeah. So I think I can quickly skip this one. At the end, you need to count. You need to decide whether you want to get a counter or not. The problem is that the computers does not have only one tick. Very often you need multiple ticks, but you only have few clocks that can be used. So you need a lot of virtual clocks, but you have only one physical clock, or maybe 2. Some advanced ones have 10. So you force the virtual clocks to share the physical clock. So in that case, you need to create a counter. Let the physical clock ticks 8 times, the virtual clock ticks once. So you need to control that with this tacon, or with this tick idea. So how do we do that? We basically count it. So when you look at this one, you decrease your clock by 1. So you start with 0, 0, 0, 0. When you decrease by 1, you have an overflow. It goes to 1, 1, 1. It switch from 8 to 7. Sorry, switch from 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 2,
So 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0, and 0 to 7 again. And when it goes to 0, switch from 0. When it arrives 0, it ticks. It's counted as a clock. So now what we're doing here is that we basically look at this direction, right? So it's basically a decreasing clock, and then it's decreased by 1 all the time. And now you have 3 bits, so you design 3 control signals to control the 3 flip-flops. And then in this case, you can use RS flip-flops or use T flip-flops, or D flip-flops, up to you, whatever you want. And then you design a control signal for that, and then you get the corresponding flip-flops over here. Das war's für Packung. Und da haben wir alles über den ersten Teil schon gesprochen. Und das bedeutet, wir haben diese boolische Funktion fast alles schon gesprochen. Von nächster Woche an werden wir über Assembly weitermachen. Ich bin leider nicht hier, so Christian würde nächste Woche über RISC-V vorstellen und wir treffen uns in 2 Wochen. Bis dann.